Herzlich willkommen hier zurück auf dem Gear-Reference-Kanal. Ja, in der heutigen Episode haben wir endlich mal wieder einen Rucksack dabei, nachdem ich ja irgendwann mal gesagt habe bei Erik im Prepared-Podcast, dass Rucksäcke gar nicht so mein Sammelgebiet sind, aber doch einige mehr hier in meinem Keller sind, als ich damals irgendwie im Kopf hatte und dachte. Gehen wir hier nun mal in die Rucksackmaterie rein und gucken uns heute ein ganz spezielles Modell an. Es ist speziell aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und zwar zum einen, weil es ein Rucksack ist, der extra für das GSG 9 angefertigt wurde bei London Bridge Trading. Zur damaligen Zeit, also dieser Rucksack ist jetzt 2001 datiert. Die Rucksäcke damals, da wird es ein paar von wahrscheinlich gegeben haben. Lass es eine Handvoll sein, lass es 2 Handvoll sein. Deswegen ist es auch, noch mal was Besonderes. Und eben, weil man den Rucksack so nur beim GSG 9 gesehen hat, also wo ich Referenzen habe, und auf einem Bild vom Kommando Spezialkräfte, wo dieser Rucksack ausgelegt ist, aber eben nicht mal von jemandem getragen wird oder so. Vielleicht auch da durch die damalige Zeit, dass die oder so ein Rucksack, so ins Kommando gekommen ist, dass die den gar nicht selber für sich geordert haben, aber ansonsten halt einfach mal primär für das GSG 9 produziert. Die Modellnummer von LBT ist die 1572 Bravo und den gesamten Namen habe ich hier notiert, lese ich jetzt einmal vor. Und zwar ist es das Modell Backpack GSG 9 EOD IEDD Tools Jumpable. Das ist, bei LBT ja oft so, dass die so 'n Haufen kurze Abkürzungen noch da mit drin haben. Und das ist nämlich so, was diesen Rucksack so beschreibt. Bei der beim GSG 9, die ja damals noch beim Bundesgrenzschutz waren, ich glaube, auch damals hieß das bei denen schon, Entschärfer. Korrigiert mich bitte, wenn da jemand mehr in dieser Polizeithematik drin ist, aber ich glaube, dass so dieser Begriff so sehr polizeilastig ist. Und, da habe ich nämlich vor Kurzem noch mal 'ne ganz alte Dokumentation aus dem Jahre 2000, 2001 geguckt, und zwar GSG 9, die Spezialeinheit. Und, ja, übrigens findet man die auch auf, YouTube. Haue ich mal oben mit rein, wenn sich die noch jemand angucken möchte. Und da sieht man auch einen Beamten der GSG 9 Einheit, einen Entschärfer, der dann mit diesem Rucksack zu einem angelegten Waffenversteck geht und dieses dann eben sprengt. Ich glaube, das war im Rahmen einer Übung. Da sehen wir es sogar sehr schön, da sogar noch mit dem LBT-Logo hier drin. Normalerweise ist auch immer noch ein Typenschild drin, aber dieser Rucksack hier ist komplett steril. Wir haben kein, Label aufgenäht und auch noch kein Typenschild. Das lässt manchmal bei LBT darauf schließen, dass es eine der ersten, Versionen ist oder eben Prototyp oder so, die zuerst dann hingeschickt wurden, ob alles so passt, damit die abgenommen werden, und dann wurden eben noch mehr für die einzelnen Teams bestellt. Ein weiteres Referenzbild habe ich aus dem Kommandomagazin, und zwar aus der Episode aus dem Spezial, 40 Jahre GSG 9, wo man einen Entschärfer sieht, der an einer Geisel dran sitzt und da dann eben, ja, die Sprengfalle, die Handgranate, was auch immer, entschärft. Was ist also noch besonders? Und zwar haben wir hier natürlich dadurch, dass es customized ist, dass die so nicht von der Stange sind und auch sehr wahrscheinlich keine andere Einheit so bekommen hat, weil gerade diese EOD-Entschärfer-Geschichte super individuell ist und da alle andere Herangehensweisen haben so ein bisschen und auch andere Techniken, andere Werkzeuge et cetera. Aber wenn er für die Behörde halt war, dann ist das sehr wahrscheinlich einer der ersten Rucksäcke, die über ein Ellis-Rahmensystem, ähm, aufgebaut sind. Und zwar haben wir das hier, das zeige ich euch nachher noch mal, wenn wir ins Detail gehen, haben wir hier hinter einen Ellis-Rahmen, wo eben dieser Rucksack mit aufliegt. Und das ist sonst mir eigentlich von keinem anderen Rucksack so weit bekannt, die eingeführt wurden, die über so einen Rahmen verfügen. Damals natürlich bei den Amerikanern Standard durch das Alice Pack, Medium und Large. Was einem so wahrscheinlich schon auffällt, ist, dass wir sehr viele Taschen haben. Normalerweise ist hier keine Klettfläche dran, die ist, custom-mäßig draufgeklebt worden. Und eben haben wir hier draußen noch überall viele Taschen. Leider kann ich euch nicht sagen, wofür diese ganzen Taschen sind. Da lassen sich auch die IEDler, Entschärfer et cetera, grade die Entschärfer der Polizei und Bundespolizei, auch nicht reingucken. Natürlich ist da Werkzeug drin, andere Mittel, um diese ganzen Sachen zu machen, aber wenn man natürlich preisgibt, was man alles so hat, wird es natürlich auch für die Leute einfacher, die Bomben bauen,
nachzuvollziehen, womit die Leute arbeiten und gegebenenfalls dann andere Maßnahmen zu treffen, um das Ganze schwieriger zu machen oder um Fallen einzubauen. Aber ich zeige euch mal, wo diese ganzen Taschen sitzen. So, Versuch Nummer 2, nachdem ich ja schon Soundprobleme habe. Deswegen ist der erste Part auch nochmal mit KI bearbeitet. Das ging ganz gut. Bei diesem Part ging es leider nicht so gut, aber jetzt schauen wir uns das gute Stück nochmal im Detail an. Hier vorne haben wir aufgesetzte Taschen. Auch hier fängt es schon an. Wir haben gleich verschiedene Größen zur Verfügung. Na? Ach, egal. Hier oben überall 2 Wege Reißverschluss. Hier oben so eine schmale Tasche. Darunter wird es stufenweise immer etwas größer. Hier in dieser Tasche haben wir noch elastisches Gurtband, um halt nochmal Sachen einstecken zu können. Darunter die größere Tasche, ja hier mit der Klettfläche, die nachträglich aufgebracht wurde. Nochmal ein wieder größeres Fach. Und dann kommen wir hier auf dem Frontbereich zur größten Tasche. Also hier nochmal verschiedene Größen, verschiedene Möglichkeiten, was mitzuführen. Hier an der Seite haben wir mit Klett gesichert so einen Tragegriff, ist auf der Rückseite auch nochmal. Und dann kann ich das Ganze auch wie eine Tasche tragen und das gleiche kann ich hier oben auch nochmal machen. Dann haben wir hier unten unter der Tasche eine lange Tasche, die auch komplett gepolstert ist, wird mit Klett und zusätzlich einem Fastex-Verschluss geschlossen. Der hier ist leider defekt, müsste mal ersetzt werden, aber die Tasche hängt da unten noch drunter. Dann haben wir hier an der Seite ebenfalls nochmal so eine längliche Tasche, auch wieder Fastex-Verschluss und Klett. Diese Tasche hier ist aber nicht gepolstert. Auf der anderen Seite nochmal das gleiche, auch die längliche Tasche, Klett und Fastex-Verschluss. Hier unten sehen wir schon, weil der Rucksack ja auch jumpable ist, hier ist die Beriemung für das Sprunggepäck, um das Ganze mit dem Fallschirmgurtsystem zu verbinden. Haben wir auf dieser Seite und auf der anderen, wie man das so üblicherweise kennt. Genau. Dann haben wir hier oben die Fastex-Verschlüsse, die den Rucksack nochmal zusätzlich sichern, damit er nicht aufgeht, und hier an der Seite. Dann, bevor wir aber reingucken, gehen wir mal auf die Rückseite. Und zwar haben wir hier die Schultergurte. Hier oben kann das Ganze nochmal über Gurtband, ja gut, läuft jetzt nicht mehr so gut. Das ist wahrscheinlich schon einige Jahrzehnte so eingestellt. Für den Träger ein bisschen einstellen, wie er es denn gerne hätte. Hallo Katze. Hier nochmal mit Klettern eine Sicherung, um irgendwas durchzuschlaufen, wie auch immer. Darunter dann hier die gepolsterten Schultergurte, hier D-Ring auch auf beiden Seiten und auf beiden Seiten noch so eine kleine aufgebrachte Tasche, auch super spannend, habe ich so auch noch nicht gesehen. Wer weiß, was da mitgeführt wurde. Und hier eben der Brustgurt. Die Schultergurte können hier unten auch nochmal geöffnet werden, auf beiden Seiten, wenn man vielleicht das Ganze schnell abwerfen möchte. Und dann haben wir hier den Hüftbeckengurt, ein großer Fastex-Verschluss und eben hier das Polster. Ja. Hier hinten haben wir noch zusätzlich die Polsterung für den mittleren Bereich und hier oben nochmal für das Gestänge, wo es durchgeführt wird, eben hier vom Ellis-Rahmen. Hier auch super schön ein schwarzer Ellis-Rahmen. Ja, auch hier der Reißverschluss geht einmal komplett rum und hier haben wir jetzt das ganze Sammelsurium an super vielen Taschen.
Erstmal generell, wir haben ganz viele verschiedene Größen, die haben auch kaum irgendwie noch ein Special drin, sondern sind einfach nur Reißverschlusstaschen. Hier die Möglichkeit, über so Einschübe kleine Stück Pappe einzubringen, wo die Bezeichnungen draufstehen oder sonst irgendwas. Sonst wird ja auch oft mal, oder heutzutage wird ja oft gerne markiertes Tape genutzt. Die Taschen hier und hier sind im oberen Bereich immer gepolstert, weil die ja aufeinander liegen, damit da nichts großartigem Druck ausgesetzt wird. Und das ist bei allen schon mal relativ identisch. Fangen wir mal an. Hier oben haben wir ja, so eine längliche ich sage jetzt einfach mal Mehrzwecktasche. Wie gesagt, weiß man nicht genau, was überall reinkommt. Daneben nochmal eine kleinere, auch hier wieder mit den Reißverschlüssen. Hier unten drunter haben wir eine etwas speziellere, und zwar ist die erstmal länglich geschnitten, aber hat hier unten so eine L-Form. Das kann dann hier quasi so, kann was reingeschoben werden und dann hier rüber wieder geschlossen. Hier haben wir auch nochmal eine Tasche, die den Reißverschluss mittig sitzen hat. Wird dann halt so ausgeklappt. Und die hat auch bietet auch ordentlich Platz, wie alle Taschen hier eigentlich. Hier in der Mitte haben wir nochmal zwei längliche. Hier, die hat nochmal zwei aufgesetzte Taschen. Hier die nochmal eine aufgesetzte Tasche, aber eben nochmal eine länglichere. Hier mit Klett zu öffnen und die beiden kleineren Taschen darunter auch. Ja, die hier drüben, wie gesagt, vom Schnitt her gleich, nur eben, dass hier vorne noch eine länglichere Tasche aufgesetzt ist. Dann schwenken wir einmal rüber. Hier haben wir wieder so einen Einsatz mit elastischem Gurtband. In der Mitte ein Reißverschluss, um nochmal ein Fach zu haben. Da ist aber auch nichts Besonderes drin. Und nein, du kommst nicht in den Rucksack. Und hier drüben haben wir auch nochmal Gurtbänder. Die sind hier nochmal ein bisschen breiter geschnitten als hier. Ja, wer weiß, auch hier Lightsticks oder was auch immer zusätzlich noch angebracht werden kann oder Cable Routing. Ja, gibt es wahrscheinlich tausende Möglichkeiten. Dann hier eine recht lange Tasche. Auch hier wieder ganz typisch der Reißverschluss. Hier oben drüber haben wir auch nochmal so ein, ja, würde ich mal sagen, mittelgroße Tasche. Hier kommt wieder eine kleinere und hier unten haben wir nochmal zwei in einer identischen Größe und hier unten eben nochmal eine weitere Tasche. Ja, also wir sehen, wir haben für den Entschärfer, für den EODler genug Platz für die ganzen Spielzeuge, die er braucht. Ansonsten kennt man halt noch solche Art Rucksäcke, sag ich mal, aus dem Fotografenbereich, wo die ihre ganzen einzelnen Sachen drin haben, wo irgendwie Technik untergebracht werden muss. Deswegen ist es halt auch kein Rucksack, den man noch irgendwie großartig so nutzen kann. Das ist halt wirklich dann eher nur so ein Sammlerstück, weil es halt was super Spezielles ist. Genau, das war es dann erstmal soweit zum LBT GSG 9 Rucksack. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zusehen. Seid gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei und dann sehen wir uns. Bis mal. Ciao.